Moin Leute, heute baue ich mir meine Ultra MFC Workstation von der Firma Benchtop Tools auf. Wie man hier sieht, mit 24 Kilo nicht gerade leicht und das ohne die Arbeitsplatte. Alles, was in diesem Video zu sehen ist, habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft und ist nicht gesponsert. Alle Teile sind entsprechend markiert mit kleinen Aufklebern, wo ein Buchstabe draufsteht. Diese Buchstaben findet man dann auch in der Bedienungsanleitung wieder, sodass man weiß, welche Teile hier gemeint sind. Mit dabei ist natürlich auch eine Bedienungsanleitung im Format A3, beidseitig bedruckt und in Englisch. Auf meiner Webseite gibt es diesen A3-Bogen auch in Deutsch, aber da die Bilder dort sehr klein sind und auch die Schrift dadurch sehr klein ist und man wird ja nicht jünger, habe ich hier eine neue Anleitung zusammengestellt im Format A4. Die Bilder sind etwas größer, der Text ist etwas größer, sodass man die Sachen etwas besser sehen kann. Auf der Frontseite habe ich einmal alle Einzelteile nochmal einzeln aufgeführt in alphabetischer Reihenfolge und unten drunter steht dann auch noch einmal, welche Werkzeuge benötigt werden. Jetzt schaffe ich mir erstmal ein bisschen Platz, damit ich hier den Tisch in Ruhe zusammenbauen kann. Im ersten Schritt benötigen wir jetzt 2 Beine mit dem Buchstaben A, das Querstück mit dem Buchstaben C, 2 Schrauben D und einen längeren Torx 50 Schraubendreher. Jetzt nehmen wir ein Bein, drehen es so hin, dass die beiden Nutensteine, die dort drin sind, nach oben zeigen, schrauben am Ende den Fuß ein klein wenig heraus, sodass wir die Schraube dann dort einschieben können. Jetzt nehme ich das zweite Bein und mache es hier ganz genauso. Hier ist das Loch, durch das wir mit dem T50 Schraubendreher gleich die Schraube in dem Teil C festschrauben werden. In den beiden Teilen C ist das Gewinde auf beiden Seiten jeweils schon vorgeschnitten. Das ist leider nicht überall der Fall. Und dann werden die Teile miteinander verschraubt auf beiden Seiten, sodass schon mal ein Beinpärchen fertig ist. Danach schraube ich dann das andere Beinpärchen zusammen mit dem Teil C, den beiden Beinen B und den Schrauben D. Jetzt benötigen wir die beiden Teile G, das sind die kurzen Seitenteile des Tisches. Diese stellen wir so hin, dass die Schrift richtig rum zu lesen ist und klappen sie dann zu uns hin. Jetzt sind die beiden T-Nuten zu sehen, es gibt eine untere und eine obere Nut. Jetzt nehmen wir 2 Nutensteine aus der Tüte mit dem Buchstaben K und schieben diese in die obere Nut ein. Das zweite Teil mit dem Buchstaben G stellen wir auch wieder richtig rum hin, sodass wir die Schrift lesen können, klappen das ebenfalls zu uns, setzen aber die beiden T-Nutsteine in die untere Nut ein. Als nächstes montieren wir die Scharniere an den kurzen Seitenteilen. Dazu öffnen wir die Tüte H, entnehmen da die beiden Scharniere und pro Scharnier jeweils 2 kleine Aluteile. Die kleinen Teile werden jetzt so eingesetzt, dass das dickere Teil zur Mitte hin zeigt. Das machen wir dann für beide Scharnierteile. Die kleinen Aluteile werden unterhalb der Scharnier-Seitenteile eingesteckt. Jetzt schrauben wir das Scharnier auf das Seitenteil. Dann wird das Scharnier mit der langen Seite nach außen auf dem Profil festgeschraubt. Das Scharnier muss dabei einen Abstand von 16 mm zur Kante haben. Zum Festschrauben benötigen wir dann einen 6 mm Innen-Sechskantschlüssel. Vor dem endgültigen Festziehen noch einmal die 16 mm Abstand zur Kante prüfen. Den Abstand sollte man schon ziemlich genau einhalten, sonst passen später die Beinpaare dort nicht hinein. Und das Ganze wiederholen wir dann auch auf dem anderen Seitenteil. Und mit der zweiten Tüte H wiederholen wir das Ganze dann auch auf der anderen Seite der beiden Seitenteile. Um die Ecken zu montieren, benötigen wir die grünen Blöcke mit dem Buchstaben L und die Tüte M mit den dazugehörigen Schrauben. Des Weiteren benötigen wir noch einen T50-Bit. Der sollte etwas länger sein.
Die Seitenteile werden jetzt so hingestellt, dass die Beschriftung richtig rum ist. Der grüne Eckblock wird jetzt so an dem Seitenteil positioniert, dass das Schraubenloch oben ist. Eine Aussparung an dem grünen Block wird jetzt in die T-Nut des Seitenteils eingesetzt. Die andere Aussparung muss in dieselbe Richtung zeigen wie das jeweilige Scharnier. In dieser Aussparung wird später das lange Seitenteil eingesetzt. Wir benötigen jetzt für jede Ecke 2 Schrauben aus der Tüte M. Leider sind in den Seitenteilen die Gewinde nicht vorgeschnitten. Das heißt, wir brauchen relativ viel Kraft, um die Schrauben dort einzudrehen. Mit der Hand ist dies kaum möglich. Ich habe dafür meinen Akkuschrauber benutzt und den braucht man auch wirklich dafür. Da hier viel Kraft benötigt wird, die Schraube komplett reinzuschrauben, habe ich das Seitenteil auf meinem Tisch festgeklemmt. Und das ist auch wirklich nötig. Es werden jeweils 2 Schrauben pro Ecke und Seitenteil benötigt. Und das mache ich dann an allen 4 Ecken. Jetzt werden die langen Beine mit dem Buchstaben B mit dem Seitenteil verbunden. Dafür muss das Seitenteil richtig rum sein, man kann also die Schrift lesen und die Scharniere müssen dann oben sein. Ich lege dazu das Seitenteil um, denn dann lassen sich die Beine besser montieren. Es müssen dabei immer die glatten Seiten der Scharniere zueinander liegen. Dann wird der kleine Abstandshalter eingesetzt. Am einfachsten geht es, wenn man den Abstandshalter erstmal von vorne einschiebt. Danach das Bein von oben in das Scharnier schieben. Es sind im Scharnier kleine Aussparungen vorhanden, wo der Abstandshalter genau hineinpasst. Dann wird das Plastik-Sechskantteil so auf die Steckachse mit dem Klemmhebel gesteckt, dass der Sechskant zum Klemmhebel hin zeigt. Dann wird das Sechskantteil aus Metall mit dem Innengewinde von außen auch in die entsprechende Aussparung eingesteckt und festgeschraubt, sodass man dann mit dem Klemmhebel das Ganze auch verriegeln kann. Und das mache ich jetzt mit den anderen 3 Scharnieren genauso. Als nächstes benötigen wir die Teile E und die Schrauben F. Die Teile E werden jetzt zwischen den Beinen montiert. Man muss dabei aber darauf achten, dass sie richtig rum eingesetzt werden. Wenn die Schrift auf dem Seitenteil zu lesen ist, dann muss das Teil E wie hier eingesetzt werden. Die Teile sollen mit einem Abstand von 54 cm von der Unterkante eingesetzt werden. Letztendlich spielt es aber überhaupt keine Rolle, wie groß der Abstand ist. Ich persönlich habe sie zum Beispiel so eingesetzt, dass sie weiter oben sind. Man muss sich dann weniger bücken. Es wird dann ein 5 mm Innensechskant benötigt, um die Schrauben festzuziehen. Dazu werden die beiden Nutensteine unter das Teil E geschoben und mit den Schrauben aus der Tüte F verschraubt. Jetzt werden die langen Seitenteile montiert. Dazu legen wir die kurzen Beine, die mit dem Buchstaben A, auf die Platte. Dann klappen wir das Seitenteil herunter und die Schrift sollte dann richtig herum und lesbar sein. Das lange Seitenteil wird dann auch mit der Schrift richtig herum auf den Tisch gelegt und genau auf die Ecke geschoben. Bevor wir das Ganze jetzt zusammenschrauben, wird noch in der langen Seite in die untere Nut ein Nutenstein eingefügt. Jetzt können die beiden Teile mit den Schrauben M verschraubt werden. Auch hier sollte wieder ein Akkuschrauber zur Hilfe genommen werden, da auch in den langen Teilen die Gewinde nicht vorgeschnitten sind. Jetzt kann auch auf der anderen Seite die lange Seite montiert werden. Aber nicht vergessen, vor dem Zusammenschrauben den Nutenstein noch in die untere Nut einzuschieben. Ich habe hier jetzt die langen Beine dazugelegt und wie man sieht, passt das alles sehr schön zusammen, da die Beine sich ja später ineinander reinklappen lassen.
Beim Zusammenschrauben nicht vergessen, auch hier die Nutensteine einzusetzen, diesmal aber in der oberen Nut. Um die Stabilisatoren zu montieren, muss der komplette Rahmen einmal umgedreht werden und dann müssen die Beine einmal hochgeklappt werden. Die Stabilisierungsstangen haben den Buchstaben N, die Schrauben den Buchstaben O und die Sicherungsschrauben den Buchstaben P. Wie man sieht, haben die Stabilisierungsstangen zwei verschieden große Löcher. Die Schraube mit dem Buchstaben O wird in das größere Loch gesteckt und wird dann in dem Nutenstein in dem langen Seitenteil verschraubt. So sollte es dann aussehen, wenn alle 4 Stabilisierungsstangen montiert sind. Alle weiteren Schritte in der Anleitung betreffen die Arbeitsplatte, die Befestigung des Griffs an der Arbeitsplatte und die Befestigung der Beinhalter auch an der Arbeitsplatte. Das wär's denn. Tschüss erstmal.